Wie alles anfing. Angefangen hat alles damit, dass sich ein Kollege von mir den Atari 85 bestellt hat. Den habe ich mir dann auch bestellt. Besoffen bestellt. Als er dann endlich mit der Post ankam, stellte ich fest, dass ich aus Versehen einen Atari 13A bestellt hat. Tja, ein Atari 13A hat, genau wie ein Atari 85, nur 5 nutzbare Pins, wenn man den Reset-Pin behalten möchte. Wenn man einen NRF24 anschließt, bleibt dann kein Pin mehr übrig. Außer man legt Chip Enable direkt an 5 Volt und hat somit den NRF24 dauerhaft aktiv. Nerd-Ralfs Schaltung. Es gibt jedoch jemanden namens Nerd-Ralf, der es geschafft hat, einen NRF24 mit nur 2 Pins anzusteuern. Wie ihr euch vorstellen könnt, war meine Reaktion auf die Schaltung folgendes. Nerd-Ralf ist jedoch ein Perfektionist. Er hat ein Oszilloskop, Ahnung, Erfahrung, ein strammes Gemächt und eine funktionierende Schaltung. Ich nicht. Seine Schaltung funktioniert wie folgt. Anstatt CSN wie üblich mit einem eigenen Pin zu schalten, wird es mit einer Diode an die Glock angeschlossen. Wann immer die Glock low ist, wird durch die Diode CSN auch low gezogen. Ein Kondensator speichert das Signal. Durch einen Widerstand wird er langsam entladen. Wenn die Glock zwischen High und Low wechselt, wird CSN permanent auf Low gehalten. Für mich ist das Problem, dass ich die Schaltung ohne Oszilloskop nicht testen kann. Besonders das Entladen des Kondensators, der dann CSN nach einer Weile wieder auf High ziehen soll, ist für mich nicht prüfbar. Ahoy there, matey! Meine Schaltung. Mit einem Pin des Arduino kann man eigentlich 3 Zustände erreichen. Standard sind Low und High, jedoch kann man auch den internen Pull-Up-Widerstand verwenden, um einen dritten Zustand zu erreichen. Ich nenne diesen dritten Zustand Pull-Up. Technisch gesehen kann man also 1,5 Bits aus einem Pin pro Schreibzyklus senden. Damit das Ganze einfacher zu verstehen ist, zeige ich einfach direkt meine Schaltung in allen 3 Zuständen. Low. Wenn der Arduino-Pin auf Low ist, sperrt der Transistor. CSN liegt jetzt direkt an 5 Volt und hat das Signal High. Glock hat logischerweise Low. High. Wenn der Pin High ist, entsperrt der Transistor und zieht Output CSN auf Ground und somit auf Low. Glock ist logischerweise High. Und jetzt kommt der Teil, auf den wir alle gewartet haben. Der Transistor holt sich dabei genauso viel Strom, wie er zum Entsperren braucht. Die Spannung, die jetzt am Pin anliegt, ist deshalb vom Transistor abhängig und kann getestet werden. In meinem Fall verwende ich einen BC337 und habe fast genau 0,3 Volt. Der NRF24 interpretiert laut Datenblatt alles unter 0,6 Volt als Low. Vorteil dieser Schaltung gegenüber Nerd-Ralfs Schaltung ist, dass ich kein Oszilloskop zum Testen brauche und dass ich vom Zeitfaktor unabhängig bin, da kein Kondensator das Signal speichert. So, und jetzt muss ich das Ganze natürlich noch im echten Leben demonstrieren. Wie man hier sehen kann, das hier ist die Stromversorgung, das hier sind 5 Volt, das hier ist Ground. Gut, Ground ist auf beiden Schienen, 5 Volt habe ich jetzt nur auf einer Schiene. Und verwenden tue ich hier den Pin A4. Ich glaube, das ist Pin 18. Und ja, hier haben wir jetzt Rot, dann blinkt es grün. Jetzt wird es demnächst gleich wieder rot leuchten. Jetzt kommt's. Rot. Rot simuliert an dieser Stelle jetzt Chip Select Not und grün simuliert die Glock. Und wie man sehen kann, besteht das Teil eigentlich nur aus 2 Widerständen und einem Transistor. Diese beiden Widerstände sind nur dafür da, dass die LED nicht durchbrennt und dass die grüne LED nicht so hell scheint, weil das war wirklich ein bisschen grell davor. Und eigentlich war es das Ganze hier. Also, ich versuche das Ganze mal ein bisschen auseinander zu dröseln, damit die Kamera auch schön unscharf wird. Ja, jetzt hat es. Ja, sind diese beiden Pins hier im Grundsatz, auf denen die Schaltung beruht. Also beziehungsweise Signal kommt hier rein, wird dann über den Transistor verstärkt, geht dann hier wieder zurück an Pin 2, könnte man so sagen. Und
dieses Signal hier steuert die grüne LED und dieses Signal hier steuert die rote LED. Und ja, das war der ganze Trick an der Sache. That must be the feller who masturbates all day long.